Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli. Wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen eine neue Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich habe heute einen Gast, der momentan zu einem der umstrittensten Rappern in ganz Deutschland zählt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute ein Gespräch geführt haben. Wir haben ein offenes Gespräch geführt, wir haben ein ehrliches Gespräch geführt. Ich will gar nicht viel reden. Gebt euch das Gespräch. Mein Name ist Kanli, das ist Artist Talk. Mein Gast ist Chris Aris. Viel Spaß. Yeah. Ich sehe in jeder deutschen Großstadt Parallelsysteme wachsen. Parallelsysteme von Menschen, die weder zu uns passen, noch kann Leben mit uns klappen, weil sie eben nicht gewachsen sind. Der Hochkultur der Deutschen, unsere Gegner streben Macht entgegen. Ich brauche keine Mio, alles was ich mache, ich drehe meine Runden hier im Fabia. Ich will, dass es uns gut geht und deswegen nennen sie mich alle radikal. Servus. Grüß dich. Alles gut? Bestens. Du hast meine Spezi besorgt. Ja. Von dem her alles super. Du hast gut hergefunden auch? Ja, Navi macht's möglich, ja. Cool. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit unserer ersten Frage. Die stelle ich jedem meiner Gäste. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Und wie hat es bei dir alles angefangen? Wer hat dich inspiriert? Und wie hat es angefangen? Erste Texte, erste Aufnahmen. Wie ging es los bei dir damals? Mein erstes Album, das ich eigentlich gehört habe und über das ich zu Hip-Hop gekommen bin, war The Eminem Show. Ich weiß nicht, wann genau das war. Früher 2000er würde ich mal vermuten. Und ja, ich glaube, Eminem war so der Rapper, der mich mit am meisten geprägt hat. Dann 8 Mile, der Film, so, also ich glaube mit der Klassiker. Davor auch ein bisschen NWA, Outlaws, Tupac, Biggie, die Standarddinger haben mich auch bis heute geprägt. Also ich höre Eminem zum Beispiel immer noch. Und wenn ich ein bisschen back to the roots kommen möchte, um es im Hip-Hop-Jargon zu sagen, also wenn ich wieder in alte Tage rückversetzt sein möchte, dann höre ich mir auch nochmal alte Dinger von Pac an. Und ja, das war so der Ursprung bei mir. Und dann hast du dann dein Feeling für Hip-Hop entwickelt und hast angefangen, auch deine ersten Texte zu schreiben. Und wie ging das dann bei dir los, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt auch mal selber was aufnehmen, ich will selber jetzt auch rappen, ich hab Bock drauf, so? Wie fing das bei dir an? Ja genau, also ich habe halt so einen CD-Player gehabt und dann habe ich die 8 Mile, nicht 8 Mile, sondern eben die Eminem Show, so hieß glaube ich das Album, habe ich gekauft und damals, man hat dann Prospekte gekauft, beziehungsweise Magazine, Hip-Hop-Magazine und dann stand das Veröffentlichungsdatum dran und da hast du wirklich wochenlang drauf gewartet, bis dann zu Müller in die Musiketage gerannt und hast dann diese CD gekauft, die du dann in den Händen gehabt hast, auf die du gespart hast. Und so war das eben, die Eminem Show. Und dann gab es damals erstmals, ich glaube knapp 60 MB waren das, gab es diese kleinen MP3-Player. Und da waren involviert so kleine Mikrofone. Und ich habe praktisch im Hintergrund über den CD-Player, die hatten noch keinen Schock, so einen Dual-Shock. Das heißt, wenn du den nur berührt hast, ist die Musik immer ausgegangen. Und ich habe dann praktisch über den CD-Player habe ich die Lieder laufen lassen und das Lied lief ganz normal und ich habe dann über den MP3-Player das Mikrofon hingehalten und habe halt über den Sound versucht drüber zu rappen oder zu texten. Das war so mein Anfang. Und dann hast du so aufgenommen, deine ersten Antastungen, sag ich mal, mit deiner eigenen Stimme. Und später hast du dir dann ein Mikrofon gekauft und selber deine eigene Homestation eingerichtet oder wie lief das dann? Ja, das erste Mikrofon, ich glaube, das war ein Headset. Und dann gab es so eine App oder so ein Computerprogramm damals, das hieß Audacity. Das konnte man sich halt irgendwie umsonst ziehen. Und das habe ich mir halt runtergeladen. Wir hatten ja kein Geld. Wir waren ja irgendwie 14, 15 und da hast du kein Geld gehabt. Und da hast du irgendein Headset gekauft. Das bist dann über den AUX-Eingang bis zum Computer gegangen. Und dann in Audacity haben wir dann, ich glaube, das war noch nicht mal YouTube, sondern wir haben selber aufgenommen, irgendwelche Instrumentalversionen, haben es dann auf den Computer gezogen und dann in das Programm gezogen. Und dann haben wir mit dem Headset darüber gerappt und das war die Aufnahme und das war Mischen Mastern. Das war alles in einem. Ich kenn's, ich hab's auch so gemacht. Ja, genau. So voll auf hässlich mit Headset. Und jetzt mittlerweile bist du ja einer der umstrittensten Rapper in der Szene. Du hast jetzt gerade, also die ganzen Medien berichten über dich. Du bist ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, die Leute diskutieren über das, was du tust. Und du bist jetzt dabei, ein Album zu droppen. Wer produziert damit? Wo wurde das produziert? Beziehungsweise Album ist ja auch schon angekündigt. Ist es denn schon fertig? Ja, ist schon lange fertig. Es hätte jetzt auch im April rauskommen sollen, aber aufgrund
Corona und Lieferschwierigkeiten. Also wir hatten eine Vorbestellerphase und Amazon kann nur ausliefern, wenn die Alben bei Amazon schon liegen. Also die Boxen, wenn die fertig produziert sind. Und wir hatten aber die Vorbestellerphase und wir hätten praktisch mit den Zahlen dann das Ganze zum Presswerk geschickt. Das heißt, die sind noch nicht produziert wie jetzt bei einem Bushido, der die dann auf Lager hat, sondern wir holen uns erst die Vorbestellerzahlen und gehen dann mit den Zahlen in die Produktion. Um kein Minus zu machen. Um kein Minus zu machen, um einfach überhaupt mal einschätzen zu können, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir haben dann die erste Nacht, war unser Amazon-Link noch nicht fertig. Wir haben angekündigt, dass man in dieser Nacht eben das Album dann vorbestellen kann. Amazon hatte den Link aber noch nicht bereitgestellt. Unser Vertrieb war ein bisschen zu langsam. Und dann haben wir es in unserem eigenen Shop hochgeladen und zum Verkauf angeboten und haben, glaube ich, in der ersten Nacht 400 Boxen verkauft. Wo wir also völlig geflasht waren. Und traurig ist, dass die halt nicht für die Charts gewertet werden. Warum? Sondern unser Label ist nicht so platziert, dass die Verkaufszahlen für Charts gewertet werden. Also das ist auch der einzige Grund, warum wir bei Amazon verkaufen. Dass wir praktisch die Chart-Platzierung bekommen. Da ist unser Label halt nicht gelistet. Welche Begründung seid ihr da nicht gelistet? Ja, es ist noch ein relativ junges Label, wir haben die Erfahrung noch nicht. Und ich bin der erste Künstler nach Gründung. Und ja, man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr umstritten. Das heißt, bevor wir überhaupt den Vertrieb bekommen haben, haben uns erstmal 15 Vertriebe gekündigt, bevor überhaupt was rausgebracht wurde. Ja. Von Fire bis die ganzen Großen. Und bis wir uns dann auch irgendwann überlegt haben, dass wir einfach selber einen Vertrieb ins Leben rufen. Gott sei Dank haben wir dann einen noch gefunden, der uns nicht gekündigt hat, bevor überhaupt was rausgekommen ist. Und bei wie vielen Vorbestellern bist du aktuell, was dein Album betrifft? Hast du dann Zahlen? Wir haben keine Zahlen. Die Vorbestellerphase läuft jetzt seit 2-3 Monaten, glaube ich. Und Amazon hat noch keine Zahlen weitergegeben. Also wir warten jetzt noch explizit. Was wir halt immer sehen, sind halt Spotify und solche Sachen. Das sehen wir schon, aber Amazon hat uns noch keine Zahlen übergeben. Ja. Also es ist ein Album, das du rausbringen wirst, was auf jeden Fall für Gesprächsstoff sorgen wird, denke ich, innerhalb der deutschen Rap-Szene. Du bist sehr, sehr umstritten, wie wir das schon gesagt haben. Ich mache meine Timeline auf in Facebook, ich schaue in Facebook, ich schaue auf Instagram, ich sehe hiphop.de, ich sehe 16 Bars, ich sehe diese ganzen Leute, diese ganzen Medien, die über dich schreiben mit großer Überschrift: Chris Ares ist ein Nazi, Chris Ares ist so und so, Xavier Naidoo macht jetzt mit Nazi-Rapper. Bist du ein Nazi? Nein. Also ich bin kein nationaler Sozialist. Ich bin auch kein Fan von Sozialismus. Um das mal ganz plump zu sagen. Das ist mir alles zu theoretisch. Und Sozialismus, egal jetzt ob internationaler oder nationaler Sozialismus, hat in meinen Augen noch nie wirklich funktioniert. Genauso wie Kommunismus oder Bolschewismus, wie dem auch sei. In der Theorie funktioniert das immer ganz gut. Also beispielsweise Kommunismus in der DDR oder bei Mao, Pol Pot und Stalin und wie die alle heißen. Aber ich lehne grundsätzlich Kommunismus, Sozialismus und so weiter ab. Ich bin sozialer Mensch, aber nicht sozialistisch. Und weil du es gerade gesagt hast, umstritten. Also ist auf jeden Fall kontrovers, auf jeden Fall umstritten. Du hast es eingangs gefragt und auch eingangs gesagt. Man muss dazu sagen, die Promo, die ich bekomme und die Aufmerksamkeit, die ich bekomme, einfach nur aufgrund dessen, was ich sage, für die würden andere Künstler enorm viel Geld ausgeben. Ja. Für diese Reichweite. Also ich bekomme jede Woche Reichweite, bekomme jede Woche neue Hörer, die im Endeffekt nur aufgrund der Kontroverse, die ich ausspreche, stattfindet. Von dem her kann ich mich eigentlich als Rapper glücklich schätzen, weil jeder, der Rap kennt, weiß, dass auch negatives positive Werbung ist. Ja, klar. NWA, Eazy-E hat's gesagt. In Straight Outta Compton war das damals so ein Ding. Was würdest du denken? Denkst du, dass die Hip-Hop-Medien falsch von dir denken? Und dass sie dich falsch in Szene setzen? Weitestgehend ja. Also diese Headlines sind klar, ne? Also Nazi-Rapper. Jetzt der neue Hingucker, wo ich halt überall sehe, Xavier Naidoo möchte mit mir Musik machen, hat sich auch bei mir gemeldet. Allein dann zu sagen, ich sei ausländerfeindlich, ist ja schon ein Widerspruch in sich. Also wie könnte ich mit jemandem, der halb schwarz ist, der Migrantenkind ist, der nach Deutschland gekommen ist, Musik machen, wenn ich irgendwelche Rassentheorien an den Tag lege,
in denen halt solche Menschen abgelehnt werden. Also bei mir ist es de facto immer so, und das wird jeder bestätigen können, der neu zu mir kommt, egal woher du kommst, gib mir Respekt, du kriegst Respekt. Ganz einfach. Egal woher du kommst, egal wie alt du bist, egal wie krass du bist, welches Auto du fährst, wie viel Geld du hast, gib mir Respekt, du kriegst Respekt. So habe ich bis dato auch jeden behandelt, der mir geschrieben hat. Egal ob der am Anfang Murat oder Dennis heißt oder Stefan. Wenn er mir Respekt gibt, kriegt er den Respekt zurück. Wann glaubst du, oder wo glaubst du, was hast du getan, dass die Hip-Hop-Medien so über dich denken? Gibt es vielleicht Aussagen, die du in der Vergangenheit getätigt hast, die du heute, wo du sagen würdest, würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen? Auf jeden Fall. Also ich muss ein bisschen aufholen. Ich war ja nie wirklich politisch aktiv. Nie. Das ist ganz spannend, also ich war eigentlich 2014 und 2015 war ich noch im Flüchtlingsheim und habe dort geholfen oder habe meine Hilfe angeboten. Ich war dort ein sogenannter Pate und habe einen Jugendlichen gehabt aus Somalia, der hieß Khamse, der ist vor der Al-Shabaab geflohen. Ich habe da meine Hilfe angeboten bis 2015, 14. Ich bin im St. Pauli-T-Shirt rumgerannt. Ich war jetzt kein politischer Aktivist, war nie in politischen Parteien oder irgendwie Bewegungen, aber ich war immer eher links zuzuordnen. Also meine Eltern sind beide eher grün-links, alternativ, Greenpeace unterwegs, was ich heute auch übrigens gut finde. Also ich war immer eigentlich komplett links und der komplette überzeugte Multikulti-Fan. Ja. Und habe halt gesagt so, alles cool, alles friedlich, alles schön und jeder Mensch ist gleich. Das war so meine Einstellung. Die habe ich halt von Kindestagen an bekommen von meinen Eltern. Ich wurde mit viel Liebe, Aufmerksamkeit großgezogen und für mich war das einfach klar, dass jeder Mensch gleich ist. Und ja, was würde ich da anders machen, beziehungsweise wie bin ich dann da reingerutscht? Ich will da gar nicht zu politisch werden. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich kann sagen, dass ich wirklich in der Praxis Erfahrungen gesammelt habe. Bei mir ging es dann so los, dass ich erstmals auf eine politische Demonstration gegangen bin, die gefordert hat damals, dass man Einwanderung kontrollieren soll. Also da ging es wirklich nur darum, dass man schaut, wer kommt rein. Ja. Das war so mein erster politischer Kontakt. Da waren Gruppen, die habe ich noch nie gesehen. Das war 2015, glaube ich. Ich habe keine Ahnung gehabt, was irgendwelche Parteien wollen. Ich habe die Linken gewählt, weil die gesagt haben, sie sind gegen Krieg. Fand ich immer gut. Finde ich auch heute noch gut. Also ich bin absolut gegen Krieg und gegen Imperialismus und gegen Ausbeutung. Und bin dann eben so da erstmals irgendwie auf so einer Demonstration in meinem ganzen Leben gewesen. Davor war ich mal auf einer Tierschutzdemo, aber es hatte nichts mit Politik zu tun. Und heute, konkret zu deiner Frage, würde ich einigen Bewegungen fernbleiben und würde mich nicht mehr instrumentalisieren lassen von Parteien. Zum Beispiel der AfD um Björn Höcke. Nicht explizit von einzelnen Personen, weil ich habe in ganz vielen Parteien, auch bei der CSU und bei der CDU, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich wirklich tolle Menschen kennengelernt. Ich kenne tolle Menschen, die in der CSU sind, in der CDU. So meine Familie ist eine Malocher-Familie, also Arbeiterfamilie, die wählen seit 60 Jahren SPD. Ich kann nicht sagen, so auf die Menschen scheiße ich heute. Ja. Das ist ein Teil meiner Person. Und ich bin auch absolut tolerant, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er wählt die Grünen, dann akzeptiere ich das. Ich muss es nicht gut finden, aber ich akzeptiere es erstmal. Ich würde, unabhängig von einzelnen Individuen, würde ich einfach überparteilich bleiben. Ich würde meinen Senf abgeben, aber ich würde nicht mehr zwangsläufig bei irgendwelchen Parteien auftreten. Ich war selber noch nie in einer Partei, bis heute nicht. Aber ich glaube, dass ich in der Vergangenheit öfter mal von Karren gespannt wurde und es nicht mitbekommen habe. Ja. Und das würde ich heute anders machen und mit Sicherheit gibt es auch so ein paar Aussagen, die heute extrem polarisieren, die auch immer wieder rausgeholt werden, die ich heute anders machen würde. Bestes Beispiel ist das Lied Defend Europe. So, das ist das, was sie jedes Mal immer und immer wieder rausholen. Und da würde ich heute nochmal ein bisschen differenzierter drauf rappen. Und du sagst gerade, du möchtest dich nicht vor den Karren spannen lassen und so. Damit spielst du, denke ich, die AfD an, um Björn Höcke. Du hattest Kontakt mit Björn Höcke? Ich differenziere da zwischen der Partei und wie gesagt zwischen einzelnen Menschen in Parteien. Ich würde mich generell von keiner Partei mehr anwerben lassen oder buchen lassen, weil du halt dann immer sofort auch Feindbild für politische Kontrahenten bist. Ja.
wie gesagt, in der AfD gibt es tolle Menschen, genauso wie ich tolle Menschen bei der CSU kennengelernt habe. Und in der AfD gibt es Menschen, mit denen ich überhaupt nichts ab kann und die ich auch persönlich komplett ablehne. Auch mit den politischen Ausrichtungen. Das Gleiche gilt natürlich für andere Parteien. Natürlich gibt es Parteien, die mir persönlich am nächsten stehen. Aber es gibt aktuell keine Partei, wo ich sage, mit der kann ich mich identifizieren. Also ich bin, würde ich mal sagen, so ein Politikverdrossener, weil ich gesehen habe, dass es einfach massiv und ganz krass um Kohle geht. Ich habe Menschen gesehen, die waren nie politisch aktiv, sind dann in den Bundestag gekommen, sitzen heute im Bundestag und ich weiß halt, da geht's nur um Kohle. So, und ich möchte auch gar nicht sagen, welche Partei ich da jetzt explizit meine, aber Politik ist ein dreckiges Geschäft. Also du könntest, ich habe ja auf meinem Zettel hier, nach meiner ganzen Recherche steht auch eine Frage, die entstanden ist durch dein öffentliches Bild. Und zwar planst du heimlich eine Karriere als Politiker. Aber die kannst du damit ja quasi außer Kraft setzen. Du hast nie geplant, nach dem ganzen Wirbel, den du politisch erzeugt hast, auch gerade im Rap-Game, dass du hast nie geplant, in der Politik irgendwie aktiv zu sein. Ich habe geplant, politisch aktiv zu sein in Form von, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Partei ist, aber in Form von politischem Aktivismus, was ich auch bis, ich sag mal, 2018 auch intensiv gemacht habe. Aber eine politische Partei würde ich zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr gründen oder ins Leben rufen, weil, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin halt einfach Rapper, ich bin Künstler, ich habe das bis 2008 viel zu krass vernachlässigt. Ich habe mich da viel zu sehr als politischer Aktivist vermarktet? Ja, vermarktet auch, genau. Und habe halt nebenzu so ein bisschen Musik gemacht. Und das, was ich machen möchte, das, was ich aussagen möchte, kann ich als Musiker viel besser aussagen und könnte ich als Politiker niemals aussagen. Ich kann Sachen sagen, die könnte ein Politiker niemals aussprechen. Und ich sage Sachen, die die Partei Die Linke sagt, spreche ich aus in meinen Liedern. Wer das Lied von mir kennt, Krieg, Hass und Leid, das ist ein anti-imperialistisches Lied, das gegen Krieg ist. Das könnte 1:1 von der Partei Die Linke kommen. Und gleichzeitig sage ich halt Dinge, die halt kontrovers sind. Sag halt, ich bin national denkender Mensch, ich bin Patriot, die halt dann eher so dem AfD-Lager zuzusprechen wären. Deswegen könnte ich jetzt könnte mich auch keiner Partei unterordnen oder eine Partei gründen, weil ich halt die komplette Bandbreite abarbeiten möchte. Du hast in der Vergangenheit, ich habe gesehen, dass du auch mit Rappern wie Flair in der Öffentlichkeit Kontakt hattest. Ich habe das nur so random mitbekommen. Was war da der Streitpunkt? Oder beziehungsweise habt ihr das dann auch wieder aus der Welt geschafft? Ich habe mal gesehen, einen Livestream, wo Flair auf Chris Ares angesprochen wurde und er hat gesagt, alles cool, wir haben telefoniert, alles super. Was war das Problem da? Ich habe von meinem Umfeld gelernt, dass wenn du mit jemandem ein Problem hast, dann gehst du hin und klärst es mit dem. Dann musst du keine Faxen machen oder irgendwelche Livestreams machen oder irgendwelche Ansagen im Internet machen. Das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel ganz krass gegen Deutschrap schieße. Weil für mich ist es Kindergarten. Wenn ich ein Mann bin, dann setze ich mich nicht hin und mache irgendeine Ansage in die Kamera, sondern fahre ich hin. Ja, ganz einfach. Und Flair hat ein Interview gemacht und hat halt von dem patriotischen Rap aus München geredet. Und hat es halt so ein bisschen negativ dargestellt, so von wegen, ja, damals hattet ihr mich, jetzt habt ihr den als Scheißproblem. Von wegen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen negativ war, habe dann auch ein bisschen überreagiert und habe halt einen Post gegen ihn gemacht. Daraufhin haben wir Kontakt gehabt, haben auch telefoniert. Ich habe mit Flair über eine Stunde telefoniert. Habe auch gesagt, du Flair, pass auf, ich habe mich selber mit dir jahrelang identifiziert, weil du warst halt so der Deutsche. Der war der Einzige, der die Fahne hochgehalten hat für Deutschland. Genau, meine Freunde aus aller Welt, so, die hatten ihre Lobby. Es gab immer irgendwelche Türken oder Albaner, die gesagt haben, sie sind stolz, oder Kroaten, was weiß ich. Aber die Deutschen hatten nichts. Und da gab es halt einen Flair. So, Flair hat halt die Deutschlandfahne hochgehalten, war mit Adler bei NDW 2005 im Video und hat halt gesagt, ey, ich bin stolzer Deutscher. Und ja, daraufhin habe ich mit Flair telefoniert. Daraufhin hat Flair in seine Story auf Instagram geschrieben, dass mit mir alles cool ist, dass mit mir alles gut ist. Und dann war es für mich gegessen. Also wenn dann jemand auch sagt, hey, okay, ist alles gut, dann gibt es für mich da auch keinen Grund. Ich habe auch zu Flair gesagt, wenn wir was zu klären haben, dann treffen wir uns in Berlin oder so. Ich fahre halt dann dahin und dann reden wir menschlich, aber das Gespräch verlief einfach gut. Das ist sehr sachlich und sehr respektvoll abgelaufen.
Und ja, nichtsdestotrotz hat er halt immer wieder dann weitergemacht in Interviews und hat wieder was gesagt. Ja, das ist halt das, was ich persönlich über Flair immer mal wieder gehört habe, dass er dann halt nicht aufhören kann, dass er nochmal nachstichelt. Was ich persönlich sehr schade finde. Für mich, von meiner Seite kommt da jetzt nichts mehr. Weil wie gesagt, wenn ich mit ihm was klären möchte, dann fahre ich hin und rede mit ihm. Deswegen werde ich jetzt keine großen Internetansagen mehr machen. Ich habe auch Lieder von dir gehört, in denen du, wie du schon gesagt hast, gegen die Deutschrap-Szene schießt. Unter anderem die Musik von Kapital und so waren dort Thema. Was ist dein Problem mit der aktuellen Deutschrap-Szene? Ja, was ist dein Problem? Für mich ist sie schizophren. Ich schaue mir die Hip-Hop-Medien an, wie die halt über mich schreiben. Da sind viele Sachen drin. Ich sei ausländerfeindlich, gut, Antisemit haben die noch nicht gesagt, aber ja, ich bin ausländerfeindlich, ich bin Nazi. Also die kommen ja auch nicht zu mir, um mit mir zu sprechen, sondern die schreiben immer nur drüber. Ja. Ich habe auch schon öfter die Aussage gehört, wir wollen nicht mit dir sprechen, weil das könnte das Ganze in ein anderes Licht rücken und das wäre nicht so cool für uns. Was ja eigentlich völlig verrückt ist, das ist ja kein Journalismus. Ja, das ist Clickbait. Genau, und mein Problem ist, diese Menschen stellen sich hin und spielen Tag ein, Tag aus den Moralapostel. Also schreiben über mich, ja, also ich, wie du gesagt hast vorhin, ich mache jeden Tag den Computer an und sehe einen neuen Artikel über mich. Jeden Tag. Und dieselben Menschen sind aber ich mache da ja auch ein Beispiel ganz konkret, im Vertrieb, die Vertriebe, die mich gekündigt haben, die haben Künstler, die sie vermarkten und verkaufen, die davon reden, dass sie Menschen töten, die davon reden, dass sie Frauen versklaven und anschaffen schicken, die von Teledin, Kokain, Heroin sprechen, die den Kindern erzählen, es ist krass, wenn du irgendwelche Drogen in den Socken hast und damit über die Grenze von Holland fährst. Da haben die kein Problem. Im Gegenteil, das pushen die. Ja. Ich habe bei 16 Bars, glaube ich, war es neulich ein Bild gesehen von 6ix9ine. Das haben die als Profilbild genommen. So 6ix9ine ist ein Kinderschänder und hat seine Leute verraten da. Das ist ein 31er. Und vermarkten die ganze Bandbreite. Weil sie wissen, es macht Welle. Ja, genau. Und dann kommt jemand wie ich, der halt sagt, hey Kinder, Kiddies, nehmt keine Drogen, geht zur Schule, macht eure Ausbildung, egal wo ihr herkommt, seid stolz auf euer Land, steht zu euren Wurzeln, führt ein anständiges, gerades Leben, habt Rückgrat. So, und ich bin dann der Böse, der ganz Böse. Obwohl das, was ich mache, viele andere auch schon gemacht haben, die aber beispielsweise Araber oder Türken waren. Die haben ja sich auch hingestellt und haben gesagt, so, sie sind stolze Kanaken beispielsweise. Jetzt nicht abwertend. Ja. Genau. Und damit habe ich ein Problem. Und wenn die dann gegen mich schießen, ja, dann muss ich denen halt den Spiegel vors Gesicht halten und muss sagen, hey Leute, sorry, aber das ist echt schizophren, was ihr da macht. Ihr könnt nicht sagen, der Mensch ist böse und gleichzeitig pusht ihr Leute, die im Endeffekt die Gesellschaft vergiften. Du hast mittlerweile in der Öffentlichkeit einen Partner oder einen Kollegen gefunden, der deine Meinung auf jeden Fall vertritt, der dir den Rücken gerade irgendwie auch stärkt in den Medien. Das ist Xavier Naidoo. Ein Migrantenkind. Wie ist der Kontakt mit Xavier Naidoo entstanden und was habt ihr geplant? Ja, war krass. Also ich habe da so eine Telegram-Gruppe, das ist wie WhatsApp. Da können sich Leute anmelden, dann kriegen die direkt persönlich eine Nachricht von mir aufs Handy. Das sind halt ein paar tausend Leute drin und ich habe einen Artikel gepostet und reingepackt und drunter stand irgendwie Xavier N. Hat kommentiert, also die Leute können sich Namen geben, und hat geschrieben, ja, ein Lied mit Chris Ares scheint unausweichlich, wir müssen alles für Deutschland geben. Hab ich gedacht, ja gut, Xavier N., wer könnte das jetzt? Also hab halt den Kommentar gar nicht wahrgenommen, bis dann irgendwie Leute geschrieben haben, hey, guck mal hier, Xavier N., das ist doch Xavier Naidoo. Ich gesagt, Quatsch, der wird ja nicht in meinem kleinen Telegram-Kanal da rumhängen. Ja. Und habe dann tatsächlich, ich kenne eine Bekannte von Xavier Naidoo und habe die dann kontaktiert, weil ich weiß, dass die in einem Forum zugange ist, wo es um Auswandern und andere Länder geht. Und daher kenne ich die. Und dann habe ich die kontaktiert, habe ich gefragt, du, pass auf, kannst du mal rausfinden, ob das der Xavier ist? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist der Xavier. Kennt sie schon. Und dann habe ich dem Account geschrieben, habe gefragt, du, bist du Xavier oder wie schaut es aus? Und er so, ja, klar, ich bin's Chris, habe auch sofort seine Stimme erkannt. Und wie gesagt, den Kontakt hat dann im Endeffekt der Xavier gesucht, indem er bei mir geschrieben hat, ein Lied mit mir ist unausweichlich.
worüber ich mich extrem gefreut habe, weil Xavier Naidoo für mich einer der krassesten Sänger und Künstler in Deutschland ist. Definitiv. Ich denke, Xavier Naidoo's Musik hat uns alle irgendwie geprägt, würde ich behaupten. Also irgendwo auch Deutschrap, gerade das Album damals mit Kool Savas und so. Savas, also Wahnsinnsalbum. Ja. Und ihr habt dann telefoniert und habt ihr jetzt schon was konkret besprochen oder seid ihr einfach gerade nur cool so miteinander und alles easy? Oder habt ihr da wirklich schon gesagt, hey, boah, lass uns ins Studio gehen, lass uns einen krassen Song machen? Also wir haben uns Nachrichten hin und her geschickt und ich will da auch nicht zu viel verraten, aber wir werden uns auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen nach Corona, nach den Ausgangssperren, werden wir uns treffen. Und ich zitiere die Worte von Xavier Naidoo, ein Lied mit Chris Ares ist unausweichlich. Also mit mir, von dem her ist es eigentlich von meiner Seite aus klar und von dem, was ich jetzt von ihm gehört habe, werden wir auf jeden Fall zusammenarbeiten und ich werde ihn in seiner Gegend dann eben auch besuchen gehen, ja. Und dann werden wir uns ein bisschen kennenlernen und schauen, ob da Sympathie ist, ob das harmoniert, ja. Das ist der Plan. Du bist du wohnst seit 10 Jahren in München ungefähr, oder? Vor 10, 12 Jahren bist du in die Münchner Region gezogen. Was ist dein Bezug zu der deutschen Hip-Hop-Szene in München? Und welche Künstler findest du cool so? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt seit 2019 höre ich wieder echt viel Deutschrap, muss ich ehrlich sagen. Aber davor habe ich es komplett ausgeblendet. Ich war irgendwie nicht enttäuscht, aber ich war auch auf einem ganz anderen Film. Also ich habe da teilweise auch echt übertrieben und also heute, wenn ich jetzt zurückdenke, ich finde, intelligente Menschen sollten immer auch sich reflektieren und ihr Leben immer wieder hinterfragen. Und du hast mich vorhin gefragt, was ich heute anders machen würde. Ich habe mich teilweise in so eine richtig engstirnige Situation gebracht, wo ich selber mir gegenüber voll intolerant war und hatte dann echt auch eine Phase, keine Ahnung, wo ich Hip-Hop komplett abgelehnt habe und habe mich auch selber so ein bisschen irgendwie unterdrückt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann tut mir auch meine Ex-Freundin, mit der ich 4 Jahre zusammen war, mega leid. Was hast du dir denn angetan? Ich habe ihr nichts angetan, aber wenn ich zurückdenke, bin ich eben voll der Depp einfach, weil, ja, keine Ahnung, sie hat irgendwelche krassen Hip-Hop-Lieder reingemacht und ich habe gefragt, warum sie nicht Strauss und Wagner hört, so, oder Mozart. Also das war halt eine Phase, wo ich halt erstmals meine Wurzeln gefunden habe in Deutschland, wo ich echt gedacht habe, ja, ein Deutscher hat halt Mozart und Wagner zu hören, also jetzt ganz krass gesagt. Das ist jetzt natürlich völlig übertrieben. Ja, und bin dann aber eben zurück, back to the roots, auf meine Anfänge gekommen und heute höre ich das wieder sehr, sehr gerne. Und jetzt muss ich deine Frage nochmal hinterfragen. München Hip-Hop, ein Künstler in München. Genau, und vor 10 Jahren in etwa bin ich dann nach München gezogen. Und hab dann auf jeden Fall ein paar Rapper auch auf dem Schirm gehabt, weil Rap war einfach das Genre, das ich immer gehört habe, nichts anderes. Und dann hab mich auseinandergesetzt mit Leuten von beispielsweise MPL 83, also aus Neuperlach, ne? Ja. Bezirksnummer, glaube ich, 83. War eine alte Postleitzahl, also oder eigentlich ist es 81737, wenn man es genau nimmt, Postleitzahl technisch. Ja. Aber das war früher, MPL 83 ist quasi die Gang. Genau. Wen habe ich da alles wahrgenommen? Cess One, Sino Beats, Großes K, Tilosh. Ich weiß nicht, ob Tilosh jetzt auch von MPL war. Ja. Aber Tilosh beispielsweise hat mit einem Bruder, mit dem ich seit 10 Jahren eine sehr gute Freundschaft führe, auch gut Kontakt gehabt. Die haben auch zusammen Musik gemacht. ABMC heißt der. Der war so Fußballrapper. Dadurch kannte ich halt auch Tilosh, also jetzt nie persönlich, aber halt eben durch meinen guten Freund. Ja, und dann Großes K, ne? Den fand ich damals auch echt gut. Hatte ich halt voll auf dem Schirm. Den ganzen Leuten hatte ich dann damals auch geschrieben. Also wenn vielleicht liebe Grüße unbekannterweise, aber wenn die das jetzt hier sehen, ich hatte denen damals auf MySpace geschrieben, weil ich halt unbedingt irgendwo unterkommen wollte in München. Ich wollte halt ein bisschen, ich wollte mich halt da involvieren in die Münchner Hip-Hop-Szene. Und wen habe ich noch gehört? Alias gab's damals. Ja, genau. Und das waren so die Leute, die ich in München gehört habe auch, ja. Aber ich fand, was ich immer total schade fand, München war immer total underrated, total, ja,
Also die wurden einfach weggelassen. Ja, nicht so auf dem Schirm. Nicht so auf dem Schirm. Wie gesagt, Alias ist ja heute schon eher erfolgreich auch, ne? Mit Kollega auf Tour, glaube ich. Ja, unter anderem. Genau, auch ein krasser Musiker, also der Kerl ist übertrieben musikalisch. Krasse Zeilen, ja. Float überkrass, also hat echt auch was auf dem Kasten. Ja, aber ansonsten, Tilosh hatte dann auch eben so eine Phase, da habe ich ihn auch stark gehört. Aber jetzt eher so, ich hab die nicht mehr so auf dem Schirm. Also irgendwie ist München zu leise. Und jetzt bin halt ich da. Ja. Und das ist halt jetzt auch nicht, ja, wahrscheinlich nicht so gut für die. Beziehungsweise haben die ja mit mir nichts zu tun, aber ja. Du kommst, sagen wir mal, aus einer anderen Ecke und wirfst ein anderes Licht auf München mit deiner Musik. Aber wenn man mal wirklich faktisch sagt, bist du momentan einer der erfolgreichsten Künstler in München. Ja. Es gibt noch eine Sache, die ich dich gerne fragen wollen würde, und zwar, du hast in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel Musik gemacht, auch oder das ein oder andere Lied gehabt, wo es immer darum geht, hey Deutschland, wir stehen jetzt auf und kriegt euch nicht unter und wir zusammen gegen die und so. Als du diese Songs gemacht hast, wen genau hast du da als Gegner gesehen? Wer ist der Widerstand? Die Frage ist sehr gut. Der Gegner ist für mich nie irgendein Mensch. Ich habe nie Moslems als meinen Gegner gesehen. Ich habe nie Schwarze als meinen Gegner gesehen und ich habe auch nie Migranten, die auch illegalerweise nach Deutschland kommen, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, als meine Gegner gesehen, sondern immer nur die Politik. Ich mache dir ein Beispiel. 2003 beispielsweise wurde der Irak von Amerika und England, das waren damals George Bush und Tony Blair, überfallen. Im Irak wurden 2003, ich glaube, um die 600.000 Zivilisten umgebracht und getötet. Wir kennen das Spiel immer wieder, Libyen, Syrien, Afghanistan, Vietnam. Und diese Länder, die eben kontinuierlich überfallen, andere Völker ausrauben, ja, das sind keine Verschwörungstheorien, sondern jeder weiß beispielsweise, dass 2003 Irak wurde so argumentiert, dass es dort Massenvernichtungswaffen geben würde. Ja, die haben es so gedreht, wir müssen jetzt reinlaufen. Genau, um vorzubeugen, dass wir nicht überfallen werden. Ja. Und der böse Diktator Saddam Hussein muss gestürzt werden. Mhm. Und die ganze Welt hat gesagt, ja klar, macht Sinn. Auf geht's. Wir müssen da rein, wir müssen das ganze Land lahmlegen. Und im Nachhinein kam raus, einige Jahre später, ich glaube 2007, ich will keine falschen Informationen verbreiten, aber wenn ich richtig aufgepasst habe, da hat es nie Massenvernichtungswaffen gegeben. Das waren irgendwie Schuhfabriken. Und dann habe ich mir die Drohnenvideos angeschaut oder Edward Snowden hat dann bei WikiLeaks, Julian Assange, Videos veröffentlicht, wo Drohnenpiloten in Rammstein in Deutschland unter anderem sitzen und Drohnen fliegen und dann ist dort eine Gruppe von 50 Zivilisten und die ballern alle nieder und feiern dann. Yeah, we killed them. Die Amis. Die Amis. Ja. Das war dann auch so politisch, wo ich angefangen habe, das habe ich auch als Linker schon so gesehen. Ne, das ist ja jetzt keine rechte These, dass ich sage, ich habe ein Problem damit, dass Amerika imperialistisch ist und andere Länder überfällt aufgrund von geostrategischen Interessen oder aufgrund von Öl und Gas. Ja. So, ich habe das schon immer gesagt und das sage ich heute auch noch. Und dafür werde ich auch aus den eigenen Reihen oft angefeindet, weil es heißt, du bist anti-amerikanisch. Nein, ich bin nicht anti-amerikanisch. Ich habe ein Problem damit, wenn Menschen andere Menschen töten aufgrund von Rohstoffen. Ist mir egal, welches Land das macht. Ja. Und dann sagen die, ja, aber das da drüben sind doch Moslems. Nein, da drüben sind Menschen. Und ich bin so, dass ich auf der Welt sage, jeder Mensch hat, egal wo er ist, in egal welchem Land, egal welches Volk, ein Recht darauf, friedlich zu leben. Wir gehen in keine anderen Länder und überfallen die. Machen wir nicht. Und es interessiert mich in dem Moment nicht. Das habe ich auch in meinem Lied, das leider nie gezeigt wird. Krieg, Hass und Leid auch so gesagt. Da habe ich mich sympathisiert mit Leuten aus Syrien. Ich habe ein Problem damit, wenn wir da reingehen und die Menschen eben einfach killen. Das geht nicht. Als ich dann irgendwann halt gemerkt habe, so dass halt Deutschland da auch relativ häufig mit dabei ist, dass wir halt 2003 hat sich Gott sei Dank, liebe Grüße an Gerhard Schröder, hat sich geweigert da einzumarschieren, was ich dem heute auch hoch anrechne. Muss ich ehrlich sagen, ich rechne das dem hoch an. Andererseits in den 90er Jahren waren die Grünen mit dabei, als wir Jugoslawien damit mit zerbombt haben. Das ist aber ein anderes Thema. Als ich dann gesehen habe, dass wir halt da immer mit dabei sind, dass wir eigentlich ein riesen Waffenexporteur sind, dass wir weltweit Waffen verkaufen, dass wir eben Länder überfallen und Kriege führen,
und gleichzeitig uns dann aber hinstellen, also unsere Regierung, und sagen, hey Leute, da kommen jetzt Flüchtlinge, seid bitte alle human, heißt die alle willkommen und die Armen, wo kommen die denn her? Ja. Und ich habe immer gesagt, hey Leute, das ist schizophren. Ich sage jetzt eine Aussage und ich bitte jeden, der das hört, danach abzuwarten, was ich danach sage. Dann wird nämlich jeder sagen, dem kann man zustimmen. Ich, Chris Ares, bin gegen Flüchtlinge. Weil ich nicht möchte, dass überhaupt jemand flüchten muss. Also, verstehst du? Ich bin nicht gegen den Flüchtling, der jetzt hier ist, sondern ich bin dagegen, dass Menschen überhaupt erst flüchten müssen. Ja, klar. Also bin ich gegen Flüchtlinge. Ich möchte nicht, dass irgendjemand fliehen muss. Was anderes ist, wenn du in Gegenden wohnst, wo halt einfach wenig Wasser fällt oder wo du halt einfach wenig für die Infrastruktur getan hast, wo es extrem viel Korruption gibt und wo auch Menschen leben, die halt einfach ein bisschen zurück sind. Das ist nochmal was anderes. Aber wenn wir Länder zerbomben und dann Flüchtlinge kommen, dann will ich von unserer Regierung, die da mitgemacht hat, nicht hören, okay, jetzt müsst ihr human sein. Ja. Weil das ist schizophren. Ich kann nicht Terrorgruppen in Syrien mit Waffen beliefern, die ich dann Milizen nenne. Und dann kommen die Flüchtlinge, die dadurch entstehen, und dann tue ich auf human und das ganze Land huldigt mir dann, wie eine Frau Merkel, die gleichzeitig Geld an die Türkei schickt, dass die Türkei an den Grenzen auf Flüchtlinge schießt. Ja. So, und das sind Sachen, die ich ansprechen möchte. Und natürlich habe ich gleichzeitig auch Probleme damit, dass in mein Land wiederum Leute kommen, die mein Land destabilisieren möchten. Deshalb muss ich auch ganz klar sagen, ich habe ein Problem damit, wenn Leute in mein Land kommen, in das Land, für das mein Großvater gekämpft hat. Nicht gekämpft im Sinne von Krieg geführt, sondern gekämpft im Sinne von ein fleißiges Leben geführt, immer viel Steuern bezahlt. Und dann hierher kommt und irgendwelche Clans hochzieht und Drogen verkauft. Das sage ich im Gegenzug natürlich auch. So, also wer ist mein Gegner? Nicht der einzelne Mensch, sondern die Politik, diejenigen, die uns regieren, die diese Menschen dann instrumentalisieren und benutzen. Okay, ja. Also zu deiner Frage, weil du mich, glaube ich, gefragt hattest, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ja, aber wer sind die Gegner denn was ich damit eigentlich? sagen möchte, Aber nicht der verstehe ich, Flüchtling, der hier ist das Problem, sondern der Politiker, der Der die Scheiße überhaupt organisiert hat. Der einige Reihen noch zuvor dabei ist, diese Krise überhaupt mit entstehen zu lassen. Ja. Genau. Du hast in der Vergangenheit auch halt gerade solche Songs mit diesem hey, wir sind jetzt deutsch und wir müssen jetzt aufstehen und lasst euch, wir Patrioten und Deutschland und dies, das. Im Endeffekt bist du ein Sprachrohr geworden, auch für solche Leute, die sowas feiern. Du hast auch sehr viel Zuspruch bekommen aus dieser Region, also aus dieser Region von Fans, sage ich jetzt mal. Du hast deine Aussagen meiner Meinung nach auch vielleicht ein bisschen verschachtelt. Du hast dich nie wirklich rechts positioniert. Du hast aber auch nie wirklich dementiert, dass du rechts bist, sondern du hast es offen gelassen, was natürlich auch zum Polarisieren angeregt hat. Na klar, es ist auch ganz klar gewollt, dass ich polarisiere. Was glaubst du? Glaubst du, dass Musik, wie du sie in der Vergangenheit gemacht hast, dass sie mit Leute dazu anregt, so Sachen zu machen, wie etwas, was in Hanau passiert ist? Ich habe in meinen Liedern und meinen Interviews... Weißt du, was in Hanau passiert ist? Ich weiß, was in Hanau passiert ist. Furchtbar. Also jeder, der sowas macht, ist erstmal menschlich ein Stück Dreck und gleichzeitig, also der Killer. Ja. Und gleichzeitig auch einfach dumm. Weil Gewalt löst immer eine Spirale aus und führt zu Gegengewalt. Okay? Und wenn wir sagen, wir möchten unsere politischen Standpunkte oder unsere Interessen mit Gewalt durchsetzen, dann sind wir Extremisten. Ja. Das ist Extremismus. Extremismus bedeutet, dass du deine Standpunkte mit Gewalt durchsetzen möchtest oder es legitimierst. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel immer komplett abgelehnt habe. Auch bis heute, auch jetzt hier in dem Interview, wo ich sitze. Leute, habt eure Meinung, denkt wie ihr wollt, seid links, seid Mitte, seid rechts, seid stolze Deutsche, seid stolze Ausländer, aber niemals mit Gewalt. Sage ich hier auch. Wenn jetzt das Problem ist, das, was ich heute mache, ich bin nur ein Spiegel der Gesellschaft. Meine Musik wird oft geklickt, weil die Leute so denken und fühlen.
Das heißt, ich bin der Grashalm, der Gesellschaft entspringt und unten sind viele Wurzeln, die den Grashalm dazu gebracht haben, dass er rauskommt. Ja, klar. Viele Menschen in Deutschland denken so wie ich. Sonst hättest du gar nicht eine Base erschaffen können. Genau. Aber da sind wir aber dann auch schon wieder fast bei diesem Forum Karrenspannen Genau. von Parteien. Du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass meine Musik mit dafür verantwortlich sein könnte, dass solche Sachen wie in Hanau passieren. Gott bewahre, ich hoffe nicht. Aber die Politik hat eine Sache verpasst und das werfe ich den Menschen auch vor. Die haben aufgehört, mit Menschen zu reden. Als ich 2015 gesagt habe, ich bin stolzer Deutscher, ich war nie politisch aktiv, ich war nie in einer Partei, ich war nie in einer Bewegung, ich war nie in einer Gruppierung, nie. Ich habe einfach nur gesagt, ich bin stolzer Deutscher. Ab dem Zeitpunkt hieß es schon, okay, du bist rechts. Ja. Ich wurde direkt einkategorisiert. Ich wusste gar nicht, wieso rechts? Hey, ich habe mein ganzes Leben mit Ausländern verbracht. Ich war mein ganzes Leben Linker. Ich bin gerade aus dem Flüchtlingsheim gekommen und soll jetzt böser Mensch sein. Und ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich versuche, mit den Menschen zu reden und zu argumentieren und zu sagen, hey, ich bin nicht so, dann habe ich oft gemerkt, dass die Menschen gar nicht reden wollen. Die haben dich abgestempelt und sagen, so ist es. Zu mir sind Linke hergekommen und haben gesagt, hey Chris, pass auf, ich bin links, ich bin bei den Grünen, kann ich mit dir reden? Und ich habe in meinem letzten Interview oder in meinem letzten Video auf YouTube, habe ich das auch gesagt, Nachricht an unsere Nachbarn, bei mir kann jeder kommen, egal ob du links bist, ob du weiß bist, ob du schwarz bist, ob du Moslem bist. Und jetzt bin ich in der Situation, wo ich das, was ich jetzt sage, nicht mehr sagen müsste. Meine Klicks laufen, ich muss es nicht sagen. Es läuft alles. Ich rede mit jedem. Mit jedem. Solange du nicht zu mir kommst und sagst, hey, wir müssen irgendwie Gewalt anwenden oder du beleidigst mich krass, dann rede ich mit jedem. Und das ist das, was ich der Politik hart vorwerfe. Die haben das nicht gemacht. Und dann wundern sie sich, wie Parteien wie die AfD entstehen. Diese Parteien entstehen, weil unterhalb der Oberfläche längst was gewachsen ist, was dann herausgebrochen ist. Weil man aufgehört hat, miteinander zu reden. Wenn du aufhörst, miteinander zu reden, dann entstehen immer Extreme. Unabhängig jetzt von der Partei, aber es entstehen immer Extreme. Es entstehen immer Menschen, die irgendwann durchdrehen, weil mit ihnen keiner redet. Das soll um Gottes Willen nichts legitimieren. Das Gleiche gilt aber für irgendwelche religiösen Fanatiker. Ja? Du musst mit jedem reden. Du musst mit dem Salafisten dich auseinandersetzen und reden. Und gleichzeitig musst du mit dem Hardcore-Neonazi, von dem der stumpf mit Glatze und Bomberjacke auf einer Demo steht, von dem ich auch nichts halte, musst du auch reden. Wenn du sagst, nee, geh weg, mit dir rede ich nicht mehr, die schiebe ich in die Ecke und du bleibst da stehen und du bist einfach ein Idiot. Und das Gleiche mit dem Salafisten, dann werden die noch extremer. Und dann fühlen die sich auch bestätigt. Dann sagen die, ja, siehst du, die Gesellschaft ist kacke, ich gehe jetzt gegen die Gesellschaft vor. Noch eine Sache, über die ich mit dir reden möchte, ist deine Spiegel-TV-Doku. Fühlst du dich von den Arbeitern, also Mitarbeitern von Spiegel TV verarscht? Komplett. Ich wusste ja, was da passiert. Schau mal, die Medien, das sind eben die auch weltweit Kriege mit unterstützen. Die feuern das richtig an. Ne, die heizen auf. An einem Tag heizen sie die Rechten auf, am nächsten Tag heizen sie die Linken auf. Die wollen ja, dass wir uns bekriegen. Die wollen nicht, dass du und dass wir zwar hier sitzen und miteinander reden. Wollen die nicht. Das ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Du hast mir eingangs gesagt, hey, okay, ich finde vieles, was du machst, scheiße. Akzeptiere ich vollkommen, finde ich gut, dass du mir das sagst. Aber wir reden am Ende des Tages miteinander. Ja. Und das wollen die aber nicht, verstehst du? Die wollen nicht, dass wir reden. Die wollen, dass wir uns einfach nur haten. Die wollen, dass wir uns einfach nur haten, dass sie ihre scheiß Blätter verkaufen. Ja? Ich habe dieses Wort immer gehasst, aber nach der Reportage sage ich das ehrlich. Es gibt in Deutschland eine Lügenpresse. Es gibt nicht die Lügenpresse, die alle lügen, aber es gibt Presse, Institutionen und Journalisten, die lügen. In viele Bereiche rein. Um ihre Scheiße einfach an den Mann zu bringen. Natürlich. Und wenn dann zu mir ein Journalist kommt und sagt, hey Chris, wir können das nicht bringen, weil das passt jetzt nicht in die Auflage und dann gehen die Klicks nicht so hoch. Wir müssen dich anders darstellen. Dann stelle ich fest, dass du kein Journalist bist, der Neutralität bewahrt, sondern dann bist du ein Stimmungsmacher. Influencer. Dann bist du ein Influencer. Dann, du sagst dir, okay, hier ist eine Blume, die ist eigentlich grün und du berichtest aber nicht davon, dass die grün ist, sondern du versuchst den Leuten zu erklären, dass sie blau ist. Dann bist du kein neutraler Journalist, sondern du bist ein Stimmungsmacher. Und die Leute haben sich bei mir gemeldet und grundsätzlich
Wie sind sie denn an dich herangetreten? Sind sie auch so an dich herangetreten, dass sie dich so positionieren oder waren die eher so, hey, yo, was geht, lass mal Freunde sein und so, bla bla, wir machen ein cooles Interview und dann haben sie dich, am Schluss, hast du das dann einfach nur gesehen im Fernsehen, dass du dann plötzlich der böse Nazi bist? Oder wie war das? Weil die Leute waren ja nicht bei dir zu Hause und haben dann gesagt, hey, übrigens, du bist hier der böse Nazi, erzähl mal. Sondern die müssen ja anders an dich herangetreten sein, dass du überhaupt sagst, okay, komm, lass uns das machen. Also ja, das war im ersten Moment nichts Außergewöhnliches. Ich habe ja ein Label, an die sich jedes Medium wenden kann. So, und da ZDF, ARD, Arte, Pro7 hat angefragt, Spiegel TV hat angefragt. Die fragen ja alle, sie wollen über mich Reportagen drehen und wollen halt dann Videos mit mir machen. Und ich habe bis dato auch immer alles angenommen. Und genauso war es bei Spiegel TV. Ja, ein sehr, sehr schleimiger Typ hat sich bei mir gemeldet. Und wie ich dir vorhin gesagt habe, eingangs, er hat mir Respekt gegeben. Ich habe ihm Respekt gegeben. Obwohl mich meine Leute gewarnt haben und gesagt haben, hey, Chris, du kennst Spiegel TV, die schießen immer radikal gegen alles und stellen es besonders dramatisch dar. Ja. Mit Musik im Hintergrund, mit mystischer und irgendwelchen Einblendungen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich gebe denen einfach die Chance, weil der Kerl an dieser Stelle war respektvoll. Und ich wusste aber auch, dass das psychologisch was die Psychologie anbelangt, auch so gewollt ist. Also ich weiß ja auch, wie die geschult werden. Ich habe Freunde, die studieren Journalismus. Du musst halt vorher, so wie Bad Cop, Good Cop. So, du baust halt vorher so eine gute Ebene auf. Und das Ding ist, ich bin ja nicht dumm. Ich wusste das und habe aber gesagt, okay, ich nutze es einfach. Ja. Was ich gemacht habe, ich habe versteckt mitgefilmt. Das komplette Interview. Und habe das später dann auch auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Ist für jeden frei einsehbar. Und das Spiegel TV-Ding, das hat aber 1 Million Klicks. Und wie viel hat dein Video? Das ist 70.000. Ja, das muss er noch mehr promoten, um die Sachen wieder gerade zu bügeln, was die mit dir gemacht haben. Ich sag dir ehrlich, nachdem ich dieses Originalvideo hochgeladen habe, ich glaube, es waren an die 5.000 Menschen haben die Kommentarfunktion bei Spiegel TV auf Facebook bombardiert. Mir haben Linke geschrieben, mir haben Moslems geschrieben. Die ganze, also aus allen aus allen Ecken haben mir Menschen geschrieben, haben gesagt, sowas Gestörtes haben sie noch nie gesehen. Ja, als ich das Interview gesehen habe, ich habe es mir vor 3 Tagen in der Chris Ares Recherche auch gegeben, da habe ich mir auch erstmal gedacht, Digga, was geht ab? So, was mit dem los? Ich mach dir ein Beispiel. Habe ich aber andere Videos gesehen von dir, wo du dann ganz normal redest und dich auch dazu äußerst. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, eigentlich ist doch alles cool so. Genau. Ich mach dir ein Beispiel. In dem Video haben sie mich gefragt, bist du gegen Ausländer? Also in dem Interview. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe ganz viele ausländische Freunde. Mein Produzent ist Ungare, seine Mama kommt aus Ungarn. Derjenige, der meine Sachen mischt und mastert, der kommt aus Holland. Meine Beatproduzenten kommen nochmal aus anderen Ländern. Ich habe kein Problem mit Ausländern. Per se, ich bin nicht gegen den Ausländer. In dem Video, das sie dann hochgeladen haben, hieß es dann der ausländerfeindliche Rapper Chris Ares. Ja. Wo ich dann gesagt habe, das ist doch nicht das, was ich gesagt habe. Digga. Und das andere, das muss ich noch dazu sagen, das ist mit der wichtigste Punkt. Es gab einen Vorfall 2016, jeder, der mich googeln wird diese Bilder finden, wo ich so Sprungkicks mache. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Staatsanwaltschaft München hat das Verfahren wegen Körperverletzung gegen mich eingestellt. Okay? Im Gegenzug wird gegen den ich geschlagen haben soll, ermittelt wegen schwerer Körperverletzung an mir. Ich habe mich dort verteidigt. Ich habe das Schreiben der Staatsanwaltschaft München und der Staatsanwaltschaft irgendwo in Norddeutschland, ich weiß jetzt nicht, Hamburg, Bremerhaven, wie dem auch sei, habe ich Spiegel TV vorgelegt. Ich habe denen die Originalvideos an meinem Rechner gezeigt, wo man sieht, wie wir verprügelt werden. Ja, so wie man Flaschen auf uns wirft, wie mein Bruder Kicks abbekommt, ja, habe ich den hingelegt. Ich habe gesagt, Leute, wenn ich euch das jetzt zeige, dann macht nicht wieder dieses von wegen, ich wäre der Aggressor gewesen. Was haben die gemacht? Sie haben nur die Bilder wieder reingeschnitten, wo ich mich verteidigt habe. Ja, sie haben es ja so dargestellt, also wie gesagt, nach Belegen auch, ihr wurdet angegriffen, wurdet quasi überrumpelt, habt euch gewehrt, ja. So. Dann natürlich auch, die sind aggressiv gekommen, haben aggressiv agiert, ihr habt aggressiv reagiert, um euch zu verteidigen. So, aber in der letztendlichen Berichterstattung war das halt dann einfach, dass du einfach nur rumläufst und sagst, komm mal alle her, ihr Fotzen, ich hau euch jetzt an die Fresse ein. Das Einzige, was sie ganz kurz am Rande gesagt haben, war, die Staatsanwaltschaft München sieht von einer weiteren Verfolgung ab. Irgendwie so. Das mussten sie ja rein rechtlich noch kurz dazu sagen, aber das war's auch. Die haben nicht gezeigt, wie wir eine Flasche auf den Kopf bekommen haben. Ja.
Das haben die alles nicht gezeigt. Ist crazy. Und für die Leute, die jetzt sagen, ja, der kann ja sonst was erzählen. Nein, seit 2016 ist das Video, von dem ich gerade spreche, auf meinem YouTube-Kanal online. Heißt Stellungnahme Chris Ares, AfD-Wahlparty. Schaut's euch an und ihr werdet alle vom Glauben abfallen. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein stabiles Gespräch geführt. Ich würde sagen, wir sind auch schon fertig. So, mittlerweile, wir müssten eine Zeit erreicht haben. Private, was sagst du? Alles cool. Gibt es noch abschließend Sachen, die du sagen möchtest, jetzt über dein Album? Lass uns mal mehr auf die Musik gehen. Du kannst jetzt nochmal eine Ansage machen über dein neues Album, was du da genau vorhast. Abschließende Worte. Was ich gern sagen würde ist, liebe Journalisten, viele von euch oder einige von euch sind gut. Viele von euch habe ich kennengelernt, die keine saubere Arbeit machen. Dieses Studio hier hat mich kontaktiert oder angefragt, ob wir miteinander sprechen. Sie haben gesagt, hey, wir sind nicht auf deiner Seite. Wir sehen viele Dinge an dir sehr, sehr kritisch. Ja, aber wir reden mit dir. Was ich sagen möchte, nehmt euch an jemand, der nicht journalistisch, oder der Journalismus studiert hat, ein Beispiel. Und das ist Journalismus, wenn ich sage, hey, ich finde dich nicht gut oder ich bin nicht auf deiner Seite, aber du darfst mal reden. Also das ist das eine erstmal positiv, was ich euch zurückgeben möchte, Danke. Was ich sehr, sehr krass auch respektiere. Wenn jemand sagt, ich habe eine andere Meinung wie du, aber ich rede mit dir, das finde ich immer gut, finde ich immer krass. Und ist auch eine Charaktersache einfach. Und die andere Sache, die ich sagen möchte, ist, wofür ich nach wie vor stehe, was man niemals einblenden wird, das wird man niemals in irgendwelchen Zeitungen über mich lesen, aber ich rede mit jedem. Ich muss deine Meinung nicht mögen, aber ich würde alles dafür tun, dass du sie sagen kannst. Das finde ich einen sehr schönen Spruch. Ich mag deine Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie haben darfst. Und ja, mein Album Ares, also heißt Ares, hätte jetzt im April ja rauskommen sollen, eben, aber aufgrund Corona wird das Ganze jetzt verschoben und kommt jetzt im Juni. Ist mein Debütalbum. Davor ist eine Best-of rausgekommen, die da auch mehrfach gechartet ist, worauf ich sehr stolz bin. Möchte ich auch jedem danken bis dato. Ich glaube, jede Single ist gechartet, also richtig gut. Und mit dem Album hoffen wir tatsächlich in die großen Top 10 einzuziehen, was dann halt der nächste große, extrem krasse Skandal wird. Weil wenn halt jemand wie ich in die offiziellen Top 10 einzieht, ich war ja letztes Mal ein Platz hinter Ariana Grande mit ihrer neuen Single und ein Platz vor Rammstein mit ihrer neuen Single. Ja, was auch vor Juju und Shindy und so. Ja, genau. Ja, aber in den offiziellen Charts dann noch. War ich irgendwie ein Platz vor oder hinter Ariana Grande mit ihrer neuen Single und ein Platz vor Rammstein der neuen Single. Und das ist halt schon krass. Und ich möchte allen meinen Unterstützern danken und an diejenigen, die mich noch nicht kennen, die mich hier das erste Mal sehen und verfolgen. Ich bin immer für ein Gespräch zu haben und macht euch selber ein Bild. Macht euch selber ein Bild, redet wirklich mit jedem und erweitert immer wieder euren Horizont. Es gibt nicht den Nazi, es gibt aber auch nicht den Moslem, sondern es gibt verschiedene Individuen, die oftmals vielleicht auch falsch dargestellt werden. Ich habe auch viele Dinge falsch gemacht, aber der Mensch ist, sofern er eine gewisse Grundintelligenz besitzt, immer auch fähig, seinen Standpunkt zu hinterfragen und zu schauen, habe ich vielleicht Fehler gemacht, die ich in Zukunft anders machen kann. Das ist eine Sache, die ich weitergeben kann und möchte und danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ich hier sein darf. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Album. Check. War das noch cool? Hau rein. Hab ich noch drauf. Alles klar, danke. Peace. Jo Leute, was geht ab? Das war eine neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann aktiviert die Glocke, macht eine Bewertung, abonniert unseren YouTube-Channel, macht einen Kommentar mit eurer Meinung. Geht in die Beschreibung, checkt uns auf Instagram, folgt Chris Ares auf Instagram, folgt Pidada auf Instagram, folgt Nikolarisch auf Instagram, folgt mir Erich Kandi auf Instagram, folgt Soundstar Studios auf Instagram. Checkt die Links zu den ganzen Equipment, mit dem wir arbeiten, haben wir auch alles in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr alles einsehen, was wir hier benutzen zum Arbeiten. Wir haben auch einen Link zu einem Online-Shop, wo ihr Artist Talk, T-Shirts, Pullover und so weiter kaufen könnt. Und ja, bleibt dran. Mein Name ist Kandi, das ist Artist Talk. Haut da rein.